Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. Funktioniert er nicht richtig, wird's unangenehm, der Beckenboden. Annalea Henkel und Josephine Frank haben davor Sorge. Sie sind vor kurzem Mütter geworden, trainieren ihre Körpermitte nun bei der Rückbildung, um Folgeschäden vorzubeugen. Dann kann es ja auch zu Inkontinenz kommen, ne, dass man immer wieder Urin verliert oder zum Beispiel beim Husten oder Niesen. Ne, haben ja ganz viele Damen, die dann da doch stehen, vielleicht die Beine überkreuzen. Wahrscheinlich die ganze Zeit das Gefühl, dass man irgendwie eine Toilette in der Nähe braucht oder dass man irgendwas bei sich haben möchte, damit man halt nicht ausläuft. Leiden, die von der Gesellschaft noch immer tabuisiert würden, sagt die Medizinerin Dr. Martina Lenzen-Schulte. In ihrem Ratgeber Untenrum offen erzählt sie über diverse Beckenbodenschäden. Die Senkungsprobleme, also dass man das Gefühl hat, manche Frauen beschreiben es so, ich sitze wie auf einem Ei, es drückt etwas in die Scheide rein, von hinten oder von vorne, das kann also vom Darm kommen oder von der Blase, weil das Gewebe locker ist und die Organe dann in diesem nicht mehr festen Beckenboden nach unten drücken. Bei manchen kann das so schlimm sein, dass die Gebärmutter richtig runtersackt in die Scheide hinein und dass es dann spürbar wird und dass man die dann sogar fühlen kann. Dieser Körperbereich hat großen Einfluss auf Haltung, Gefühlsleben, Sex und Wohlbefinden. Tägliches Beckenbodentraining sollte also eigentlich Pflicht sein. Die Muskelschicht im Beckenboden hält Gebärmutter, Blase und Enddarm an Ort und Stelle. Lässt das Bindegewebe nach, sinken die Organe nach unten. Jede 5. Frau soll nach einer Entbindung Probleme mit dem Beckenboden haben. Auch in den Wechseljahren kann das Muskelgewebe nachlassen. Es gibt zum Beispiel passive Stützhilfen, das nennt man Pessar. Das sind Teile, also manche vergleichen das mit Tampons, sie sind aber viel größer. Sie können aussehen wie ein Donut, sie können aussehen wie ein Stempelkissen, sie können aussehen wie ein Schiffchen und sie sind relativ groß im Vergleich zu Tampons. Sie werden so in die Scheide eingeführt, dass sie den Beckenboden stützen, die verkeilen sich so an bestimmten Strukturen und dann ist das Gewebe nach oben hin entlastet. Wir haben von Beckenboden geschädigten Frauen im höheren Alter Studien, die zeigen, wenn die lange Pessare tragen, dann wird es sogar wieder besser, rein mit dieser passiven Übung. Ihr aktiviert den Beckenboden, alle Körperöffnungen schließen, den Beckenboden nach innen hochziehen und wir heben das Becken unter Spannung ab. Spannung bleibt bestehen, Atmung fließen lassen. Nadine Brinkmann aus Habichtswald zeigt in ihrem Kurs Übungen, mit denen der Beckenboden nach der Geburt gezielt trainiert werden kann. Eine gute, aufrechte Körperhaltung aktiviert automatisch schon unseren Beckenboden. Ja? Schon allein das Aufrechte, wir machen Platz, wir drücken nicht unsere Organe auf den Beckenboden, sondern wir richten uns auf die Lunge. Also das Zwerchfell hat Platz zu atmen. Ja? Der Beckenboden hat nicht diesen Druck nach unten. 50 bis 100 Mal am Tag sollte der Beckenboden angesteuert werden. Das geht doch einfach zwischendurch. Im Büro, im Wartezimmer oder an der Supermarktkasse, ohne dass andere es mitbekommen. Man kann auch viele beckenbodenentlastende Sachen machen. Zum Beispiel ganz oft wird auf der Toilette gepresst. Ja? Wenn man das vermeidet, tut es dem Beckenboden auch schon sehr gut. Oder dass man wirklich darauf achtet, wenn man niest, hustet oder lacht, sich nicht klein zu machen, zu krümmen, sondern in der aufrechten Haltung zu bleiben. Achtet auch hier wieder auf das Becken gerade ist, nach unten schaut und nicht aufdreht. Atmung fließen lassen. Wir atmen tief ein, führen Ellenbogen, Knie unterm Bauch zusammen und gehen wieder in die Streckung. Es ist jetzt nochmal eine ganz andere Wahrnehmung davon. Es ist viel präsenter, ja, dass es halt nötig ist, dass man es tut. So. Ja. Man weiß, wo er war oder wo er sitzt. Man hat ihn vielleicht auch schon mal gefühlt, aber man weiß jetzt auch, wie man ihn wirklich trainiert und auch gut erhält. Das Wichtigste, man macht etwas für seinen Beckenboden und sitzt nicht nur darauf. Genau. Schönen guten Abend. Dr. Rike Herrmann, Gynäkologin und Mitgründerin der Mom Academy in Frankfurt. Das ist eine Plattform für Mütter und solche, die es werden wollen, solche Frauen, die es werden wollen, wo der Beckenboden natürlich auch ein ganz großes Thema ist. Frau Dr. Herrmann, wenn es beim Niesen zum Beispiel tröpfelt, an wen wende ich mich dann? Oder ist die Sache dann einfach so sonnenklar, dass ich das mit mir ausmachen muss? Oder muss ein schwacher Beckenboden diagnostiziert werden von irgendjemandem?
Also die erste Anlaufstelle sollte eigentlich der Gynäkologe oder die Gynäkologin sein. Und ich bin ein großer Verfechter davon, das auch noch mal ganz deutlich zu sagen, wenn Urin verloren geht und das nicht willentlich passiert, dann ist das nicht normal. Auch wenn es sehr, sehr häufig ist und es betrifft gerade während der Schwangerschaft und nach den Geburten viele, viele Frauen, auch rund um die Wechseljahre. Es ist nicht normal, es sollte sich angeguckt werden und wir können auch etwas tun. Okay, also nicht abtun als Bagatelle, sondern ansprechen, wenn der Frauenarzt, die Frauenärztin nicht danach fragt. So, und dann gehen Sie, haben Sie mir eben gesagt, in so einem Stufenschema quasi vor. Das können ja dann ganz unterschiedliche Therapien sein. Man kann auf jeden Fall was machen. Vielleicht jetzt noch mal für die Frauen gefragt nach den Geburten. Ist da eher die Schwangerschaft das, was den Beckenboden so gestresst hat, oder ist es die Geburt selbst? Beides. Also alleine eine Schwangerschaft ist eine sehr große Belastung für den Beckenboden, dadurch, dass durch die hormonelle Umstellung einfach das Gewebe sehr weich wird und dann dieses zusätzliche Gewicht, was ja auch sehr schnell entsteht, ist einfach eine große Belastung auch, dass die anderen Körperteile wie die Bauchmuskulatur nicht mitarbeiten können. Also eine Schwangerschaft alleine ist schon eine große Belastung und dann bei einer vaginalen Geburt kann es noch mal zu zusätzlichen Belastungen kommen, wenn der Beckenboden sich einfach massiv dehnen muss, wenn vielleicht auch eine vaginal operative Geburt, also mit zum Beispiel einer Sauglocke stattfindet. Das können auch mal extremere Belastungen sein, die gegebenenfalls auch zu Beckenbodenverletzungen und Schäden führen können. Sie haben uns da so ein Modell mitgebracht. Vielleicht geben Sie uns erst eine ganz kleine Orientierung und dann sagen, wo können Schäden passieren, die man auch auf den ersten Blick oder selber auch nicht wirklich einordnen kann. Und deshalb ist es so wichtig, da auch mal jemanden drauf gucken zu lassen. Also es gibt natürlich einmal die Schäden, die durch offensichtliche Verletzungen passieren, Geburtsverletzungen oder auch ein Dammschnitt. Aber hier sieht man ganz schön einmal das Beckenbodenmodell. Das ist vorne, also das ist die Symphyse. Hier hinten sieht man das Steißbein und das Kreuzbein. Ich lege es jetzt wieder ab. Das hier ist die Öffnung der Vagina, der Scheide, hier oben für die Harnröhre und hier unten der After. Der Beckenboden besteht aus 3 verschiedenen Schichten, das jetzt mal einfach gesagt. Und während der Geburt muss sich eben vor allem hier unten der Levatormuskel, das ist der innerste Muskel und der größte Beckenbodenmuskel, sehr stark dehnen. Und da können auch Verletzungen entstehen, die man von außen gar nicht sehen kann und die dann natürlich auch Probleme machen können in der Folge und Frauen auch dazu bringen, dass sie sehr frustrant trainieren, weil es ja gar nicht aufzutrainieren. Das wollte ich gerade sagen, dann nützt alles Training auch nicht. Ne? Das ist ja quasi heute Standard, würde ich sagen, dass man danach zum Rückbildungskurs geht. Wenn man später im Leben Probleme hat, wo kann man dann sowas lernen? Also wie man richtig den Beckenboden trainiert? Also ich finde es immer ganz wichtig, wenn Probleme auftreten, auf jeden Fall einen Experten aufzusuchen. Wenn es nicht der Gynäkologe oder die Gynäkologin ist, gibt es viele Physiotherapeuten, die sich darauf spezialisiert haben. Man kann auch im Internet eben gerade Beckenbodenexperten suchen, schauen, wo ist jemand in der Nähe und dann wirklich einmal zu verstehen, wie spanne ich eigentlich den Beckenboden an und auch, was wichtig ist, zu gucken, was braucht mein Beckenboden, weil es nicht immer nur ein schwacher Beckenboden ist, sondern häufig ist es auch ein überspannter Beckenboden, verspannter Beckenboden und da ist vielleicht dann noch mehr Training gar nicht das Richtige. Aber wissen Sie was, ich finde ja auch diese Übungen sind so langweilig. Also die macht man gerade mal nach der Geburt und dann ist man froh, wenn man damit fertig ist. Gibt es irgendeinen Sport, der vielleicht Spaß macht, der das mit abdeckt? Yoga. Okay, ich bin ja selbst Yogalehrerin. Ja. Ich sage aber auch immer zu meinen Frauen, suchen Sie sich etwas, was Spaß macht. Ich weiß, es ist dieses Matte ausrollen und dann so stures Beckenbodentraining ist wirklich langweilig. Aber im Yoga integriert man gut den Beckenboden, aber auch beim Pilates. Und dass man da einfach schaut, dass man was findet, was einem Spaß macht, damit man auch eben Freude daran hat. Ja. Es gibt ja zum Beispiel solche Kegelgewichte, mit denen man trainieren kann. Oder Sie haben uns hier diese Pessare mitgekriegt. Jetzt haben wir mitgebracht. Wir haben gar nicht mehr so furchtbar viel Zeit. Deshalb sprechen wir die vielleicht noch mal an, weil sie da sind. Für wen kommt das in Frage und was hat das für eine Wirkung? Also Pessare haben ja einen schlechten Ruf. Pessare, da denkt jeder direkt, das ist nur für alte Frauen etwas. Pessare sind jetzt nicht fürs Training unbedingt primär gut, um den Beckenboden selbst zu trainieren. Sie können während des Trainings verwendet werden. Sie sind aber vor allem dazu da, um auch Beschwerden zu lindern. Okay. Wir haben hier jetzt zum Beispiel einen Würfelpessar, der wird vor allem bei Senkungsbeschwerden eingesetzt, also wenn es zur Gebärmuttersenkung kommt oder auch wenn die Blase sich absenkt. Und hier so ein Schalenpessar oder ein Ringpessar, die vor allem, der jetzt hier vor allem auch für Harninkontinenzbeschwerden eingesetzt werden und das eben auch bei jungen Frauen und das macht aber sozusagen die Gynäkologin, das machen Sie, das kann man nicht auf eigene Faust machen. Nee, am besten ist es, wenn es angepasst wird. Wir machen noch mal eine Sendung drüber. Wir hätten noch so viel reden können. Dankeschön, Frau Dr. Hermann, dass Sie heute da waren. Dankeschön. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 Euro gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt. Einen großen Wertanstieg. Da 200.000 Euro gewonnen, da 300.000 Euro gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert.